Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I think it's so beautiful that we not only need to learn to love one another, Ich finde es so schön, dass wir nicht nur lernen müssen, uns gegenseitig zu lieben, but in quiet patience. sondern es auch in stiller Geduld zu tun. And then Paul continues. Dann fährt Paulus fort. Always demonstrate gentleness and generous love toward one another. Erweist einander stets Sanftmut und großzügige Liebe. If you really study the Bible carefully, Wenn du die Bibel wirklich aufmerksam studierst, you will find something out that for me was so impacting wirst du etwas entdecken, das mich so beeindruckt hat, that I am actually thinking of maybe one time write a book about it. dass ich sogar darüber nachdenke, vielleicht einmal ein Buch darüber zu schreiben. And it's the imperatives of the Bible. Es geht um die Imperative der Bibel. Because so many things in the Bible that are actually written in the imperative. So viele Dinge in der Bibel sind im Imperativ geschrieben. Imperative means it's a commandment. It's something that you have to do. Imperativ bedeutet, dass es ein Gebot ist. Es ist etwas, das du tun musst. Once you understand this, these are not suggestions anymore. Wenn du das verstehst, sind das keine Empfehlungen mehr. God did not inspire Paul to write something so that we would have a nice book. Gott hat Paulus nicht inspiriert, etwas zu schreiben, damit wir ein schönes Buch haben. This is the requirement of God for all of his children. Das ist die Forderung Gottes an alle seine Kinder. It's something that God demands from us. Es ist etwas, das Gott von uns verlangt. See, the difference between the old covenant and the new covenant is Der Unterschied zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund ist, that in the old covenant we get rewarded or punished depending how we live. dass wir im alten Bund gesegnet oder bestraft werden, je nachdem, wie wir leben. We get blessed if we obey, we get punished if we disobey. Wir werden gesegnet, wenn wir gehorchen, und bestraft, wenn wir ungehorsam sind. We have to earn everything from God. Wir müssen uns alles von Gott verdienen. In the new covenant, we have been given everything by God without earning anything. Im neuen Bund ist uns alles von Gott gegeben worden, ohne dass wir uns etwas verdienen müssen. But the Bible warns against lawlessness, or another word is iniquity. Aber die Bibel warnt vor Gesetzlosigkeit, oder ein anderes Wort dafür ist Ungerechtigkeit. Even in the new covenant. Auch im neuen Bund. So in the new covenant, this needs to be our attitude. Im neuen Bund muss daher unsere Haltung wie folgt sein. Jesus, who did everything for me. Jesus hat alles für mich getan. Now, it only makes sense that I live right for him. Jetzt macht es nur Sinn, dass ich für ihn richtig lebe. I love 2 Corinthians 5:15 so much. Ich liebe 2. Korinther 5:15 so sehr. That Jesus died for us so that we now don't live for ourselves but live for him. Jesus ist für uns gestorben, damit wir jetzt nicht mehr für uns selbst leben, sondern für ihn. And this is what Paul is teaching throughout the different letters. Genau das lehrt Paulus in verschiedenen Briefen. Now that you are seated in heavenly place and you've been given every blessing, Jetzt, wo du an einem himmlischen Ort sitzt und alle Segnungen erhalten hast, now you have to give God a response. musst du darauf Gott eine Antwort geben. Even though God demands it, Auch wenn Gott es verlangt, if you do not obey it, wenn du nicht gehorchst, you will not be punished. wirst du nicht bestraft. Because Jesus was punished for you disobeying God. Denn Jesus wurde für deinen Ungehorsam gegenüber Gott bestraft. But first of all, it doesn't represent the God who saved you very well. Aber erstens repräsentiert das den Gott, der dich gerettet hat, nicht besonders gut. Secondly, the consequences of not living in love are not very good. Zweitens sind die Konsequenzen, wenn du nicht in Liebe lebst, nicht besonders gut. So for us, it doesn't even make any sense to disobey these commandments. Für uns macht es nicht einmal Sinn, diese Gebote zu missachten. It's just the motive has changed. Nur das Motiv hat sich geändert. Now we don't do it so that we will get something from God, but we will do it because his love has touched us so deeply. Jetzt tun wir es nicht mehr, damit wir etwas von Gott bekommen, sondern wir tun es, weil seine Liebe uns so tief berührt hat. So we have to always demonstrate gentleness and generous love towards one another. Wir müssen also immer Sanftmut und großzügige Liebe zueinander zeigen. People who are aggressive and not gentle bring so much destruction in so many lives. Menschen, die aggressiv und nicht sanft sind, bringen so viel Zerstörung in so viele Leben.
If you look at the life of Jesus in the gospel, Wenn du dir das Leben Jesu in den Evangelien ansiehst, Jesus was extremely gentle. war er äußerst sanftmütig. He was only confronting with those people Er konfrontierte nur die Menschen, who we call the religious leaders. die wir religiöse Leiter nennen. But many people have the idea that Jesus was confronting all of the religious leaders, but this is not true. Viele Menschen haben die Vorstellung, dass Jesus alle religiösen Leiter konfrontierte, aber das ist nicht wahr. Nicodemus was a religious leader, and Jesus was very patient and kind with him. Nikodemus war ein religiöser Leiter und Jesus war sehr geduldig und sanftmütig zu ihm. The reason why Jesus confronted these religious leaders, Der Grund, warum Jesus diese religiösen Leiter konfrontierte, and the Gospels even explain that, das wird sogar in den Evangelien erklärt, is because they refused to enter the kingdom of God and stopped those from entering who desired to enter. ist, dass sie sich weigerten, in das Reich Gottes einzutreten und diejenigen, die eintreten wollten, daran hinderten. Jesus did this out of his deep love for the people. Jesus tat dies aus seiner tiefen Liebe zu den Menschen heraus. But if you look how much Jesus represented gentleness and love to people, Wenn du dir ansiehst, wie sehr Jesus Sanftmut und Liebe den Menschen gegenüber vorlebte, towards the children, towards the prostitute, towards the tax collector, gegenüber den Kindern, gegenüber den Prostituierten, gegenüber dem Zöllner, there is no reason why Christians cannot be gentle with one another. dann gibt es keinen Grund, warum Christen nicht freundlich zueinander sein könnten. The love of God is inside of your heart. Die Liebe Gottes ist in deinem Herzen. And one of the ways love needs to be expressed is with gentleness. Und eine der Arten, wie die Liebe ausgedrückt werden muss, ist Sanftmut. But I really find it so beautiful that it says always demonstrate gentleness and generous love towards one another. Ich finde es so schön, dass es heißt, zeigt einander stets Sanftmut und großzügige Liebe. I love the idea of generous love. Ich liebe die Idee der großzügigen Liebe. There's one verse in the Bible and it's 1 John 3:18 Es gibt einen Vers in der Bibel, und zwar 1. Johannes 3,18, that I live by all the time. nach dem ich ständig lebe. It is saying, my beloved children, do not love with words only, but love with deeds. Er lautet, meine geliebten Kinder, liebt nicht nur mit Worten, sondern liebt mit Taten. Generosity and love are really very much connected. Großzügigkeit und Liebe sind wirklich eng miteinander verknüpft. How can you say you love people, but you're not generous towards them? Wie kannst du sagen, dass du Menschen liebst, wenn du ihnen gegenüber nicht großzügig bist? That's not love to see your brother in need and close your heart. Es ist keine Liebe, wenn du deinen Bruder in Not siehst und dein Herz verschließt. So love is generous, Liebe ist großzügig, but we also should be generous with giving away our love. aber wir sollten auch großzügig sein, wenn es darum geht, unsere Liebe zu verschenken. And I will talk more about this tomorrow. Morgen spreche ich mehr darüber.